Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein ganz einfaches Rezept für euch mit Pak Choi. Und wenn du Pak Choi noch nie probiert hast, dann werde ich dir gleich zeigen, wie einfach und schnell es zubereitet wird. Ich werde heute mein Pak Choi nach chinesischer Art zubereiten. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Bevor wir mit den Zubereitungen anfangen, ist es ganz wichtig, die Pak Choi gut zu waschen, weil da zwischen den Blättern ein bisschen Erde sein kann. Und dann noch die Blätter anschauen. Wenn einige Blätter schon gelb sind, dann mag ich persönlich selber die auch noch entfernen. Dann werde ich 2 Knoblauchzehen ganz fein hacken. Ich mag auch ein bisschen Chili zu diesem Pak Choi zu geben. Es gibt dann ein bisschen Schärfe. Ich nehme nur eine halbe Chili. Wenn du es ein bisschen schärfer magst, kannst du auch eine ganze Chili nehmen und dann den Chili auch ganz schön fein hacken. Dann wird noch die Pak Choi zubereitet. Das geht ganz einfach. Nur diese Endstück bisschen abschneiden und dann den Pak Choi halbieren. Und dann haben wir alles vorbereitet und können mit dem Kochen anfangen. Ich habe hier eine große Pfanne und ich habe es schon bei mittlerer Hitze erhitzt. Es ist schön warm und jetzt werde ich den Boden schön mit Olivenöl bedecken. Dann direkt den Knoblauch und Chili dazugeben und die werden jetzt bei mittlerer Hitze für ein paar Minuten gebraten, so dass die den Öl ein schönes Geschmack geben. Und nach ein paar Minuten wird die Knoblauch so schön Farbe haben. Es wird auch sehr lecker riechen und dann können wir auch den Pak Choi schon dazugeben. Ich mag den Pak Choi erst die geschnittene Seite nach unten auf die Pfanne legen. Jetzt wird die Pak Choi auch für etwa ein paar Minuten bei mittlerer Hitze gebraten, nur so lange, bis diese geschnittene Seite schön Farbe kriegt. Und beim Kochen einfach ab und zu gucken, wie die Pak Choi aussieht. Jetzt sieht die Pak Choi sehr schön aus. Es hat schon Farbe gekriegt und es ist auch weicher geworden. Diese Blätter sind auch schön weich geworden. Jetzt werde ich die Hitze runter machen und ich gebe jetzt die Sojasauce dazu und werde schön mit schwarzem Pfeffer würzen. Und dann kommt das Deckel drauf und ich werde die Pfanne vom Herd nehmen und etwa 10 Minuten stehen lassen, so dass die Pak Choi noch ein bisschen weicher wird, bevor ich es servieren werde. Dann den Pak Choi auf eine Servierteller legen, die Knoblauch und Chili auch nicht vergessen. Es wird auch viel Geschmack geben und schmeckt auch lecker. Und dann die Soße, die im Pfanne bleibt, auch nicht vergessen und auf den Pak Choi schön drauf geben. Und ich mag noch auch ein bisschen mit Sesamsamen garnieren. Es ist ein ganz einfaches Rezept, sehr schnell und einfach zubereitet und es schmeckt auch sehr lecker. Ich persönlich habe Pak Choi erst vor 2 Jahren für mich entdeckt und ich war direkt verliebt. Ich liebe solche Gemüse und ich zubereite es immer nach dieser Art und es schmeckt mir auch einfach so oder man kann es auch mit Reis servieren oder mit chinesischen Nudeln auch servieren. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.